Ab dem 01.01.2025 wird die E-Rechnung zur Pflicht. Und nein, Spoiler, damit ist nicht die PDF-Datei gemeint. Die E-Rechnung ist ein großer Schritt in Richtung Digitalisierung und trägt auch zur Nachhaltigkeit bei. Heute wollen wir ein bisschen tiefer in die Thematik reingehen. Wir sprechen heute darüber, was ist überhaupt eine E-Rechnung? Welche Fristen gibt es? Wen betrifft überhaupt dieses Thema? Und wie können Sie sich darauf vorbereiten? Bleiben Sie dran! Hi, ich bin Johanna Menke und ich arbeite bei der Ecovis KSO am Standort in Köln. Ich habe heute zwei Gäste zu Besuch, und zwar Lars und Christian. Die zwei haben nämlich Ahnung von der E-Rechnung, um die es heute geht. Und ich freue mich sehr, dass ihr zwei hier seid und würde mich freuen, wenn ihr euch mal ganz kurz vorstellt. Ja, ich bin Lars Rinkewitz, Steuerberater bei Ecovis KSO, jetzt seit ungefähr 5,5 Jahren. Kümmere mich unter anderem um das Thema E-Rechnung. Christian und ich haben auch zusammen ein Webinar dazu gehalten für unsere Mandanten. Darüber hinaus bin ich tätig, um neue Kanzleien zu integrieren. Bin sehr fleißig dabei in der Redaktion unseres Blogs, schreibe auch viele Artikel selber, halte auch einige Seminare, baue das ganze Seminarwesen bei uns auf und ist total spannend und ich freue mich einfach, heute hier zu sein. Ja, hi, Christian Rühlemann von der Flexcon IT, bin da Geschäftsführer. Die Flexcon IT ist ein Unternehmen der Ecovis KSO-Gruppe, das heißt, wir beraten Mandanten bei der Digitalisierung und da spielt natürlich die E-Rechnung ein großes Thema, wo wir dann eine gemeinsame Schnittmenge haben zwischen Steuerrecht, rechtlichen Aspekten und technischen Aspekten, sodass wir hier uns sehr wertvoll ergänzen und freue mich heute über den Austausch. Schön, dass ihr da seid. Ja, bevor wir jetzt richtig tief reingehen in die Thematik, würde ich erstmal aufräumen und erstmal starten mit dieser ganz simplen Frage: Was ist eine E-Rechnung, Lars? Was heißt das? Ja, eine E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, das kann man ableiten, aber eben nicht alle elektronischen Rechnungen, sondern da sind ganz spezifische Dinge zu beachten. Also ich kann schon mal sagen, eine normale PDF-Rechnung, das ist keine E-Rechnung mehr nach der Definition, die ab dem 01.01.2025 gilt, sondern eine E-Rechnung beinhaltet mindestens einen strukturierten Datensatz. Und dieser strukturierte Datensatz kann mit einer Bilddatei verknüpft sein, aber es muss eben dieser strukturierte Datensatz, wie auch immer, in dieser Rechnung enthalten sein. Und diese neue Definition unterscheidet zwischen einer E-Rechnung, strukturierter Datensatz, und einer sonstigen Rechnung. Und unter einer sonstigen Rechnung verstehen wir herkömmlich die Papierrechnung oder halt auch eine normale PDF-Rechnung oder eine E-Mail, die vielleicht alle Rechnungsangaben enthält. Das ist aber eine sonstige Rechnung. Und ab 01.01.2025 muss diese Unterscheidung getroffen werden, weil das hat einige Folgewirkungen. Und welche Unternehmen sind so betroffen? Also müssen alle jetzt umsteigen, oder? Ja, also die E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025 gilt erstmal nur für den B2B-Bereich, das heißt Business to Business. Also wenn Unternehmen an andere Unternehmen im Inland eine Rechnung schreiben. Für diese Gruppen, für diese Sachverhalte, da beginnt die E-Rechnungslegungspflicht. Für alle anderen Bereiche, also wenn ein Unternehmen an Privatpersonen, B2C-Bereich, Business-to-Consumer-Rechnung schreibt, gilt diese E-Rechnungslegungsverpflichtung nicht, sondern wirklich nur, wenn Unternehmer an andere Unternehmer Rechnung schreiben. Und wer Unternehmer ist, ja, das ist auch, wir sagen, legal definiert, nämlich in § 2 Umsatzsteuergesetz. Und darunter sind zu verstehen die klassischen Gewerbetreibenden, die Freiberufler, alle, die in den Bereichen tätig sind, aber eben auch Vermieter. Das ist ganz wichtig, denn auch Vermieter sind umsatzsteuerrechtlich Unternehmer und auch Vermieter, auch wenn Wohnungen an Privatpersonen vermietet werden, sind Unternehmen und müssen auch etwas bei der Rechnungslegungspflicht mit der E-Rechnung beachten. Ach krass, wusste ich gar nicht, dass VermieterInnen davon auch betroffen sind. Interessant. Wie ist das denn aus technischer Sicht? Christian, vielleicht kannst du uns dazu was sagen. Was müssen Unternehmen oder B2B-Unternehmen und VermieterInnen und Co. beachten, um auch den ganzen technischen Aufwand zu berücksichtigen? Ja, technisch ist das ein sehr vielschichtiges Thema, dieses E-Rechnungsthema,
weil ich eigentlich mir anschauen muss als Unternehmen, wie durchläuft die E-Rechnung mein Unternehmen. Das heißt, wie ist der Übertragungsweg, wie kommt die E-Rechnung in mein Unternehmen rein, wie durchläuft sie mein Unternehmen, welche Prozesse hängen davon ab und wie wird eine E-Rechnung auch ausgangsseitig gestellt. Das heißt, der Versand spielt dann auch eine Rolle, beziehungsweise die Übermittlung einer Ausgangsrechnung. Schauen wir uns mal die Eingangsseite an, das heißt den Übertragungsweg. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Portalmöglichkeit. Das heißt, dass ich Rechnungen über Portale, wo ich mich vorher anmelde und registriere, überall austausche oder weiterhin, wie man es auch schon in den meisten Unternehmen auch schon kennt und lebt, dass man E-Rechnungen auch per E-Mail versendet, wie man es vielleicht auch mit PDF-Rechnungen gemacht hat. Ich habe bewusst gesagt 2 Varianten. Es gibt noch eine dritte Variante, die EDI-Variante, die ist im BMF-Schreiben so ein bisschen beleuchtet. Möchte ich aber erstmal ausklammern, weil die nicht alle Unternehmen betrifft. Aber das ist ein Spezialfall der Übertragung. Wir haben aber für die beiden Verfahren E-Mail-Versand und Portale. Da muss ich halt die Möglichkeiten schaffen. Das heißt, ich muss zum einen mich in diesen Portalen registrieren, dort Zugänge haben, wenn ich die Portalübertragung nutzen möchte, und wenn ich eine E-Mail-Übertragung nutzen möchte, brauche ich natürlich ein Postfach, was aber in der Regel schon da ist. Das heißt, es ist auf der Ebene nichts Neues für Unternehmen. Es gibt da Sicherheitsmaßnahmen, die getroffen werden. Das heißt, ich muss die IT-Sicherheit im Blick behalten, eine vernünftige Archivierung habe ich von diesen E-Mail-Postfächern. Und dann schaue ich mir halt weiter an, wie ist der nächste Schritt dieser E-Rechnung. Okay. Haben wir uns den Übertragungsweg angeschaut, dann das weiterverarbeitende System. Ist das schon kompatibel im Unternehmen? Das heißt, kann ich damit weiterarbeiten? Diese Frage muss ich mir stellen. Als Unternehmen spricht man am besten dort einmal mit dem Anbieter der Software, die man für die Weiterverarbeitung nutzt. Ob es ein ERP-System ist oder ein Buchhaltungssystem, das kann ja verschiedenartig sein, je nachdem auch welche Branche ich angehöre. Ist es ja auch wieder in der Regel ein anderes System. Und dann ausgangsseitig den Prozess beleuchten, wie ist dieses System aufgestellt, was ich nutze für die Rechnungserstellung, welche Möglichkeiten habe ich dort, Rechnungen an meine Geschäftspartner zu übertragen. Ja, zu dem Thema IT-Sicherheit gehen wir gleich nochmal ein bisschen weiter drauf ein. Wie sieht das denn aus, Lars, bei dem Bundesfinanzministerium? Die haben am 15. Oktober ein Schreiben veröffentlicht und im Juni gab es auch schon mal ein Schreiben. Gibt es da irgendwie Änderungen, neue Klarheiten? Kannst du nochmal einen Vergleich setzen? Also was hat sich im Gegensatz zu Juni irgendwie geändert seit dem Oktober? Ja, im Juni hat das BMF einen Entwurf eines Schreibens herausgegeben und die verschiedensten Berufsverbände gebeten, einfach Stellung zu beziehen. Einfach zu sagen, was sie davon halten. Das ist der übliche Weg, der gemacht wird. Und jetzt am 15. Oktober gab es dann das endgültige BMF-Schreiben, was aus meiner Sicht gelungen ist, weil es viele Klarheiten bringt, wie die Finanzverwaltung das Thema E-Rechnung sieht. Und die eine oder anderen Ergänzungen bzw. Streichungen wurden vorgenommen. Zum Beispiel war in dem Entwurf noch geregelt, dass E-Rechnungen nicht per USB-Stick ausgetauscht werden können. Genau diese Aussage fehlt jetzt in dem neuen BMF-Schreiben, obwohl ich mir da natürlich die Frage stelle, wie praxisrelevant das Ganze ist. Ja, also ich kann mir jetzt nicht unbedingt vorstellen, dass man eine E-Rechnung per USB-Stick hin und her schiebt, aber gut, es ist raus und rein theoretisch damit möglich. Eine wichtige Klarstellung ist erfolgt, dass Dauerrechnungen nun nicht mehr sofort als E-Rechnung ausgestellt werden müssen, sondern erst dann, wenn sich etwas ändert. Also die Dauerrechnungen bislang, die gelten auch erstmal weiter fort. Dann wurde etwas klargestellt zur Rechnungskorrektur. Das heißt, bis zur endgültigen Pflicht, E-Rechnung auszustellen, können Rechnungskorrekturen auch noch als sonstige Rechnung, das heißt als PDF-Rechnung oder als Papierrechnung erfolgen und müssen nicht sofort als E-Rechnung ausgestellt werden. Dann etwas, was sich viele erhofft haben im BMF-Schreiben, dass es dort eine zusätzliche Ausnahme gibt, dass die Kleinunternehmer im umsatzsteuerrechtlichen Sinne, die ja keine Umsatzsteuer erheben müssen, weil sie eben wenig Umsatz machen,
dass die von der E-Rechnungslegungspflicht ausgenommen werden. Das steht so im BMF-Schreiben nicht drin. Das ist nicht mit aufgenommen worden, aber es besteht Hoffnung da für die Fälle, denn es gibt aktuell das Jahressteuergesetz 2024. Der Bundestag hat dieses Jahressteuergesetz schon verabschiedet. Es liegt jetzt beim Bundesrat, wird dort Ende November verhandelt und dann mutmaßlich auch verabschiedet und danach verkündet. Und dort gibt es eine Regelung zur E-Rechnungspflicht, dass die Kleinunternehmer nach § 19 Umsatzsteuergesetz, dass die dann nachträglich noch vom Schreiben von E-Rechnung ausgenommen werden. Also das BMF-Schreiben hat es nicht mit aufgenommen, aber der Gesetzgeber regelt das dann auf gesetzlichem Wege. Wie ist das denn, Christian, bei dem Thema Formate? Also es gibt ja bestimmt verschiedene Formate, wie man überhaupt eine E-Rechnung erstellen kann. Ich habe mal was von Zugpferd gehört und auch X-Rechnungen. Was ist da zum Beispiel auch der Unterschied und gibt es generell mehrere Formate? Das sind erstmal so die standardgängigsten Formate, die auch wirklich zulässig als E-Rechnung definiert werden. Ich habe die beiden Formate, die du gerade schon genannt hast, E-Rechnung und Zugpferd. Zugpferd da nochmal als 2.0, das heißt, es ist schon die zweite Version, die da verabschiedet wurde. Die Unterschiede sind eigentlich die, dass die X-Rechnung ein klassischer strukturierter Datensatz ist. Ich habe keinen Sichtbeleg mehr dabei. Das hat eigentlich für Übertragung keine Relevanz. Das ist vielleicht von der Dateigröße kleiner Unterschied zum Zugpferd, aber das ist schon von der Lesbarkeit für das menschliche Auge. Ist diese X-Rechnung nicht lesbar. Das heißt, ich brauche dort extra einen Reader, der mir die lesbar macht, um die entsprechend dann auch gegen zu kontrollieren. Wenn ich ein verarbeitendes System dahinter nutze, dann spielt das sowieso keine Rolle. Das heißt, wenn ich sowieso über ein Portal arbeite oder über ein Warenwirtschaftssystem, Buchhaltungsprogramm, was eine X-Rechnung verarbeiten kann, dann wird mir die dort auch angezeigt. Bei dem Zugpferd habe ich wiederum den Vorteil, dass dieses Format direkt auch einen Sichtbeleg enthält. Das heißt, ich habe das strukturierte Format, was maschinell verarbeitbar ist und auch den Sichtbeleg fürs menschliche Auge, um gegen zu prüfen, ob die Rechnung so, wie sie gestellt ist, auch erstmal plausibel ist. Das ist ja erstmal so der erste Reflex, den man hat. Ich kriege eine Rechnung. Das ist jetzt eine kryptische Datei als E-Rechnung, da sie ja maschinell lesbar sein soll. Aber hat den Nachteil, dass ich sie halt sonst nicht direkt gegenprüfen kann. Diesen Reflex hat man ja sowieso häufig. Und gerade wenn wir uns jetzt über die Unterschiede unterhalten, ist auch noch zu sagen, dass die X-Rechnung gerade für den Geschäftsverkehr mit Behörden relevant ist. Das heißt, wenn ich ein Lieferant bin oder Geschäftspartner für Behörden, dann arbeiten diese in der Regel mit X-Rechnungen und im reinen Business-Bereich hat sich so ein bisschen das Zugpferd-Format rauskristallisiert, weil es halt den Vorteil Sichtbelegs hat und die Unternehmen entsprechend auch dahin geht, die Software dann auswählen sollten, zu welchem Format passen meine Anforderungen. Okay. Und ist das für Unternehmen eigentlich, fällt mir gerade dazu ein, kann man auch 2 Formate wählen, weil das eine passt zu dem und das andere passt zu dem? Oder also ist es schwierig oder kompatibel, wenn verschiedene Unternehmen verschiedene Formate nutzen, oder ist das entspannt? Ja, ich kann meinem Lieferanten nicht vorschreiben, welches Format er mir Okay. übermitteln soll. Das heißt, es ist Wahlfreiheit. Wenn es ein E-Rechnungsformat ist, dann kann ich das wählen, auch im Versand. Es gibt keine gesetzliche Anforderung, dass eins genutzt werden muss. Ich kann aber jedenfalls über AGBs aushandeln, also das ist eine vertragsrechtliche Frage mit meinen Geschäftspartnern auszuhandeln, welches Format genutzt wird. Ja, da werden sich dann auch über die Zeit herauskristallisieren, was jetzt primär genutzt wird. Also die Erfahrungswerte haben wir jetzt ja noch nicht so. Ich vermute, es wird so ein bisschen Richtung Zugpferd gehen, wenn es B2B ist und B2G, also Behörden mit X-Rechnung.
Aber genau, das zeigt sich dann, wie es angenommen wird. Wie ist der Zeitplan für die Einführung der E-Rechnung, Lars? Welche Unternehmen sind wann betroffen? Ja, gerade bei dieser zeitlichen Schiene gibt es wirklich einiges zu beachten. Ja, da müssen wir grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen Rechnungen schreiben und Rechnungen empfangen. Fangen wir vielleicht mal vorne an. Also das ganze Thema E-Rechnung startet ab dem 01.01.2025. Und ab dem nächsten Jahr, also zum 1. Januar hin, müssen alle Unternehmen im Inland bereit sein, E-Rechnung empfangen zu können. Ja, das Rechnung schreiben dürfen die, also man darf auch ab 1.1.25 E-Rechnung schreiben, aber da kann man sich auch noch etwas Zeit lassen, da komme ich gleich zu. Also wichtig ist erstmal, muss empfangsbereit sein ab dem 1.1.25. Ich kann eine Papierrechnung bekommen von einem anderen Unternehmer, ich kann eine PDF-Rechnung bekommen oder eine E-Rechnung und dazu muss ich bereit sein. Postfach haben, ein E-Mail-Postfach, wo diese E-Rechnung ankommt. Beim E-Rechnung schreiben sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich in den Jahren 2025 und 2026 ein Wahlrecht. Ich muss aber nicht, sondern das beginnt dann stufenweise ab dem 1.1.27. Denn ab dem 1.1.27 sind alle die Unternehmen, die im Vorjahr einen Gesamtumsatz gemacht haben von größer 800.000 Euro verpflichtet, eine E-Rechnung zu schreiben an ihre Unternehmerkunden. Alle anderen Unternehmen können sich dann noch Zeit lassen, also die weniger als 800.000 Euro Umsatz machen, die sind aber spätestens ab dem 1.1.28 mit am Start. Da sind dann alle Übergangsregelungen ausgelaufen. Das heißt, wir haben da eine Dreiteilung, 2025, 2026, empfangsbereit sein, E-Rechnungsschreibung ist möglich. Ab 27 die etwas größeren Unternehmen müssen E-Rechnung schreiben mit Umsatz größer 800.000. Ab 1.1.28 müssen alle E-Rechnung schreiben. Gibt es da eigentlich irgendwelche Ausnahmen? Ja, Ausnahmen gelten da tatsächlich. Und zwar gibt es derzeit 3 Ausnahmen, die aber auch abschließend sind. Das eine sind, am E-Rechnungsschreibung ist Fahrtickets, also Tickets für Fahrkarten, die müssen nicht als E-Rechnung ausgestellt werden. Das zweite ist Kleinbetragsrechnungen unter 250 Euro brutto. Auch die müssen nicht als E-Rechnung ausgestellt werden. Und es müssen auch keine E-Rechnungen ausgestellt werden für umsatzsteuerfreie Leistungen, aber eben auch nicht für alle, sondern die umsatzsteuerfrei sind nach § 4 Nummer 8 fortfolgende. Für die 3 Fallkategorien müssen keine E-Rechnungen ausgestellt werden. Es wird bald noch höchstwahrscheinlich, wenn das Jahressteuergesetz auch durch den Bundesrat geht, noch eine weitere Kategorie erfolgen, nämlich dass Kleinunternehmer nach § 19 Umsatzsteuergesetz auch für ihre Leistung keine E-Rechnung schreiben müssen. Die würden dann auch darunter ausfallen. Und generell ist noch zu sagen, dass es natürlich nur für inländische Unternehmer gilt. Das heißt, wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, genau. Nämlich, es geht wirklich nur für inländische Unternehmer. Das heißt, ein inländischer Unternehmer schreibt an einen anderen inländischen Unternehmer eine Rechnung. Ja, nur da gilt die E-Rechnungslegungspflicht. Das heißt, über die Grenze hinaus ist es noch nicht verpflichtend. Das wird irgendwann kommen, weil die EU auch dort Pläne hat. Ja, ich nenne nur wieder VAT in the Digital Age. Das sind Dinge, die sich in der EU ergeben, wo dann auch grenzübergreifend E-Rechnungen zu schreiben sind und wo die einzelnen EU-Länder sich dann austauschen werden. Aber da werden die nächsten Steps sein 2030, 2035. Das ist jetzt noch nicht das Thema der E-Rechnung für uns hier in Deutschland. Ah, okay, alles klar. Wie ist das denn? 1.1.2025 ist ja jetzt nicht mehr weit hin. Wenn jetzt Unternehmen noch nicht so weit sind, gibt es irgendeine Option? Gibt es Möglichkeiten? Christian, hast du da vielleicht einen Tipp? Das ist in vielen Unternehmen natürlich ein Thema. Wie kann ich jetzt kurzfristig, wenn ich mich vielleicht auch nicht mit beschäftigt habe, da eine Lösung schaffen? Ich habe ja schon einen Prozess für Eingangsrechnungen, vielleicht auch schon für PDF-Eingangsrechnungen. Diesen Vorgang, diesen Prozess, den muss ich auch gar nicht großartig verändern. Den kann ich eigentlich erstmal so übernehmen und muss natürlich die Möglichkeit haben, wenn ich denn dann eine E-Rechnung erhalte, die dann entsprechend zu archivieren, weil ich habe ja die Archivierungspflicht nach GOBD, das heißt, ich muss sie im Ursprung erstmal archivieren. Das wäre der erste Schritt, um dort rechtssicher aufgestellt zu sein. Das heißt, ich archiviere eine
E-Rechnung im Ursprung und kann sie dann weiterverarbeiten. Ich könnte sie dann trotzdem weiterhin als PDF umwandeln oder ausdrucken oder welche Tätigkeit ich da entsprechend oder welchen Geschäftsprozess ich dann genau damit verfolge, wie ich ihn schon kenne, eigentlich. Ne? Und das wäre jetzt natürlich dann erstmal ein Schritt mehr. Das heißt, wenn ich eine E-Rechnung kriege, dann ist es ja eigentlich das Ziel, langfristig weniger Aufwand zu haben. Aber im ersten Aufschlag jetzt, wenn ich noch nicht so weit bin, dann kann ich es so nutzen, dass ich die Rechnung einfach umwandle in das Format, wie ich es aktuell auch schon verarbeite. Aber ganz klar der Hinweis, dass die E-Rechnung im ursprünglichen Format dann archiviert werden muss. Entweder per E-Mail-Archivierung oder Dokumentenmanagementsystem. Dazu haben wir ja gleich auch nochmal die Möglichkeit, darauf einzugehen. Ja. Genau, da gehe ich auf jeden Fall gleich nochmal drauf ein. Lars, wir haben auch eben ganz kurz, glaube ich, über Vermietung geredet. Da bin ich nochmal kurz stutzig geworden. Was heißt denn die E-Rechnung auch für VermieterInnen? Ja, also Vermieter sind halt umsatzsteuerrechtlich auch Unternehmer. Also haben auch alle dort entsprechend die E-Rechnungslegungspflicht zu beachten. Aber da muss man natürlich auch wieder unterscheiden zwischen Empfang und Schreiben. Also weil sie eben auch Vermieter Unternehmer sind, müssen die also klar geregelt haben, dass sie E-Rechnung empfangen können. So. Da ist natürlich das Problem, wenn man jetzt einfach so einen Fall ausdenkt, dass wir vielleicht ältere Vermieter haben, die keine E-Mail-Adresse haben, die auch vielleicht keinen Computer haben. Wie kann man da vorgehen? Das ist ein Problem, was viele auch erkannt haben, was auch die Verbände erkannt haben, aber es gibt da keine Härteklausel oder Ausnahmen für, sondern die müssen halt sehen, wie die das hinbekommen. So, wenn man darüber nachdenkt, wie man das hinbekommt, man kann natürlich in der Familie fragen, vielleicht die Kinder, Enkelkinder fragen, ne, ob die helfen können, beim E-Mail-Empfang eine E-Mail einzurichten. Oder aber man kann vielleicht die Hausverwaltung fragen, ob die irgendwie mit eingreifen kann. Man kann vielleicht auch den Steuerberater fragen, ob es dort irgendwelche Möglichkeiten gibt, um Regelungen zu schaffen, weil das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist gegeben. Beim Rechnungsschreiben sieht es natürlich wieder anders aus. Also da gibt es natürlich auch viele verschiedene Fallkonstellationen. Wenn ich jetzt eine Wohnung vermiete an eine Privatperson zu Wohnzwecken, dann muss ich keine E-Rechnung schreiben. Also ich muss empfangen E-Rechnungen, zum Beispiel vom Heizungsinstallateur, weil er eine neue Heizung einbaut, aber ich muss keine E-Rechnung schreiben, weil eine Privatperson ist kein Unternehmer, also wir sind im B2C-Bereich, keine E-Rechnungsschreibungspflicht. Wenn ich allerdings jetzt vermiete, ein Ladenlokal vermiete oder ich vermiete ich vermiete Räumlichkeiten an einen Steuerberater, klassischerweise, ja, und die Vermietung erfolgt mit Umsatzsteuer oder weil vielleicht auf die Umsatzsteuerfreiheit verzichtet wurde, optiert habe, dann muss ich auch Rechnung als E-Rechnung schreiben. Ja, also da sind auch Vermieter dann dabei, E-Rechnung zu schreiben. Aber wichtig, alle Vermieter sind verpflichtet, ab 1.1.25 dafür zu sorgen, E-Rechnungen empfangen zu können. Wir haben eben über IT-Sicherheit gesprochen. Wie sind grundsätzlich die Sicherheitsvorgaben zum Thema E-Rechnung? Vorgaben gibt es in dem Sinne jetzt nicht in dem Schreiben des BMF. Die finden auf anderer Ebene statt, diese Sicherheitsvorgaben. Aber es sind natürlich schon Themen zu beachten in der IT-Sicherheit, wenn man über die E-Rechnung spricht. Das heißt, wenn ich Übertragungswege per E-Mail nutze, dann habe ich natürlich auch das Thema Phishing direkt wieder. Das heißt, Datendiebstahl oder die Fälschung von Datenmissbrauch, vor dem sich Unternehmen schützen müssen. Das heißt, ich muss mir anschauen, wenn ich Mailversand von E-Rechnungen nutze, diese dann auch wirklich so abzusichern, dass ich mir sicher bin, dass diese Rechnung von einem Geschäftspartner ist. Das heißt, dass dort keine Schadanhänge sind in dieser E-Rechnung. Gibt es entsprechend natürlich Software für, die das Ganze prüfen kann. E-Mail-Schutzsoftware, um die Anhänge zu prüfen und dann aber auch das
das Thema des Versandes, das heißt, dass meine Identität nicht missbraucht wird, um an andere Geschäftspartner die Rechnung zu stellen. Das ist ein häufiges Thema, dass zum Beispiel Bankdaten gefälscht werden. Das heißt, es wird ausgespäht, welche Lieferanten habe ich, welche Geschäftspartner habe ich, und es werden dann auf dem Geschäftspapier dieser Unternehmen halt Rechnungen gefälscht und dort auch dann Angaben für die Bankverbindung geändert. Das heißt, es sieht erstmal wie eine relevante Rechnung aus, die habe ich so erwartet auch. Jetzt möchte ich die überweisen und ein häufiges Thema, man sieht das zum Beispiel schon an der IBAN, ist die IBAN falsch, ist da kein DE davor, geht das dann nur ins Ausland. Das ist so das häufigste Thema, auch als Tipp, darauf zu achten, weil bei solchen Themen, aber generell ganzheitliche Betrachtung der Sicherheitsvorkehrungen, da auch vielleicht mal ein Sicherheitsaudit zu machen in die Richtung, das ist auf jeden Fall essentiell. Lars, das Finanzministerium hat gesagt, dass eine korrekte Rechnung auch für den Vorsteuerabzug zählt. Was heißt das genau? Ja, also ich darf natürlich als Unternehmer nur die Vorsteuer, also das heißt die Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag als Vorsteuer im Rahmen meiner Umsatzsteuervoranmeldung bzw. Umsatzsteuererklärung Geld machen, wenn die Rechnung korrekt ist. Und da gilt natürlich das Ganze auch beim Thema E-Rechnung. Das heißt, brauche ich eine E-Rechnung, also gilt die E-Rechnungslebenpflicht, kann ich auch die Vorsteuer nur geltend machen, wenn ich eine ordnungsgemäße E-Rechnung vorliegen habe. Da vielleicht noch vorweg nochmal gesagt, wichtig ist, dass dieser Vorsteuerabzug, die Berechtigung bezieht sich immer auf den strukturierten Datensatz, auf den strukturierten Teil einer Rechnung. Das heißt, da habe ich eine Zugpferdrechnung, was ja eine Kombination ist zwischen Sichtbeleg, PDF, und diesem XML-Datensatz. Ich nenne ihn immer liebevoll Datenklumpen, der so huckepack im Rucksack hinten auf dieser Rechnung steckt. Da musst du mal gucken, wenn es Streitigkeiten oder Abweichungen gibt zwischen Sichtbeleg und Datensatz, ist immer und ausschließlich der Datensatz maßgeblich. Das heißt, wird zum Beispiel, ist in der Bilddatei, es sind abweichende Dinge drin, gelten die nicht, sondern es gilt immer der Datensatz. Habe ich zum Beispiel eine X-Rechnung, das heißt, wo es ja nur diesen Datensatz gibt, habe ich den sichtbar gemacht. Und dieser Reader oder Viewer gibt etwas Falsches wieder, dann ist nicht das maßgebend, sondern das, was in diesem Datensatz drin steht. Das ist ganz wichtig. Ansonsten muss eine E-Rechnung natürlich auch alle Pflichtangaben enthalten, die auch jetzt schon ganz normal auf allen Papierrechnungen oder PDF-Rechnungen vorliegen. Ich erinnere da an § 14 Absatz 4 Umsatzsteuergesetz, wo alle Pflichtangaben auch aufgelistet sind. Und nur wenn alles maßgeblich ist, das heißt das Format und auch alle Inhaltsangaben, nur dann wird das zum Vorsteuer auch zugelassen. Das BMF hat aber in seinem Schreiben auf etwas klargestellt. Da geht es um die Berichtigung. Das heißt, habe ich zum Beispiel, obwohl schon die E-Rechnungslegungspflicht da ist, eine Papierrechnung bekommen, kann ich das Thema Vorsteuerabzug heilen, indem nachträglich eine E-Rechnung ausgestellt wird. Aber da muss ich halt darauf achten, entsprechend. Und ab 01.01.28 weiß man, es dürfen im Unternehmerbereich nur noch E-Rechnungen gestellt werden. Dann darf ich auch keine Papierrechnung mehr akzeptieren, weil da ist garantiert der Vorsteuerabzug auch ausgeschlossen. Okay, verstehe. Damit sind wir jetzt am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr zwei da wart. Wenn noch Fragen sind zum Thema E-Rechnung, Lars Rinkewitz und Christian Rühlemann stehen zur Verfügung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne. Danke. Wir von der Flexcon betreuen Sie bei der technischen Umsetzung gerne. Besuchen Sie für unsere Kontaktdaten unsere Webseite. Wenn Sie aus steuerrechtlicher Sicht, aus rechtlicher Sicht noch Fragen bei der Einführung der E-Rechnung haben, betreuen wir Sie von Ecobis KSU auch sehr gerne. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage von Ecobis KSU oder auch bei LinkedIn.